Lektion 1: Erinnerungen und Musik. Hi Anna, es ist wie eine Zeitmaschine, nicht wahr? Musik weckt so viele Emotionen. Hallo John, absolut. Bestimmte Lieder können mich in bestimmte Momente in meinem Leben versetzen. Rechts. Ich erinnere mich an mein Highschulabschlusslied. Es verursacht mir immer noch Gänsehaut. Ebenfalls, mein erster Tanz auf einer Hochzeit war zu einem Lied, das ich immer noch liebe. Diese Momente sind etwas Besonderes. Es ist erstaunlich, wie Musik solche Gefühle hervorrufen kann. Das ist es wirklich. Glauben Sie, dass Musik die Macht hat, unsere Stimmung zu verändern? Definitiv. Ein fröhliches Lied kann meine Stimmung sofort heben. Ich stimme zu. Manchmal höre ich fröhliche Lieder, wenn ich Motivation brauche. Das ist eine tolle Strategie. Welches ist Ihr Lieblingslied für einen Stimmungsaufheller? Happy von Pharrell Williams ist für mich immer genau das Richtige. Tolle Wahl. Aus dem gleichen Grund liebe ich Uptown Funk. Perfekt. Wir sollten eine Playlist mit unseren liebsten Wohlfühlliedern erstellen. Ja, das würde so viel Spaß machen, es gemeinsam anzuhören. Lektion 2: Geldwechsel. Hallo Anna, woher weißt du, ob die Kurse an der Wechselstube fair sind? Hallo John, das ist eine gute Frage. Normalerweise überprüfe ich zuerst die Online-Preise. Das ist klug. Das Internet kann Echtzeitinformationen bereitstellen. Verf Ich vergleiche auch die Preise einiger verschiedener Stände. Das ist eine tolle Strategie. Manchmal haben Flughäfen höhere Tarife. Ja, ich versuche, wenn möglich, den Geldwechsel an Flughäfen zu vermeiden. Haben Sie schon einmal eine Währungsumrechner-App verwendet? Ja, sie sind sehr praktisch für schnelle Berechnungen auf Reisen. Das stimmt. Es hilft, zu vermeiden, dass man zu kurz kommt. Das das Verständnis der Tarife hilft uns, fundierte Entscheidungen zu treffen. Absolut. Es kommt darauf an, vorbereitet und aufmerksam zu sein. Lektion 3: Wo ist der Drucker? Hi Anna, ich habe mich nur gefragt, weißt du zufällig, ob es hier in der Nähe einen Drucker gibt, den Gäste nutzen können? Wohl ja, absolut. Wir verfügen über ein Business-Center mit Drucker, das unsere Gäste gerne nutzen können. Super, das ist so praktisch. Ich hatte gehofft, vor meinem Treffen noch ein paar Sachen ausdrucken zu können. Perfekt, das Business Center befindet sich gleich am Ende des Flurs. Sie können gerne dorthin gehen und den Drucker benutzen. Großartig, danke für den Hinweis. Ich schätze es wirklich, Zugang zu solchen Annehmlichkeiten zu haben. Auf jeden Fall ist es einer der Vorteile, hier zu bleiben. Das Business Center ist rund um die Uhr für Gäste geöffnet. Das ist wirklich gut zu wissen. Es ist immer hilfreich, solche Ressourcen zur Verfügung zu haben. Pfiff. Wir versuchen, unseren Gästen so viele praktische Dienstleistungen und Einrichtungen wie möglich zu bieten. Das ist fantastisch. Es macht wirklich einen Unterschied, wenn Sie auf Reisen sind und etwas drucken lassen müssen. Ich freue mich, dass ich Sie in die richtige Richtung weisen konnte. Bitte teilen Sie mir mit, wenn Sie während Ihres Aufenthalts noch etwas benötigen. Werde ich machen. Vielen Dank, Anna. Das war eine große Hilfe.
Natürlich freue ich mich, dass ich helfen konnte. Genießen Sie den Rest Ihres Tages. Du auch, Anna. Dieses Gespräch war wirklich aufschlussreich. Lektion 4, Chickes Café. Morgen, Anna. Mir ist aufgefallen, dass Sie sich dort einen tollen Kaffee geholt haben. Was ist das für ein Gebräu? Oh, es ist eine dunkle Röstmischung, für die das Café hier wirklich bekannt ist. Sie haben eine tolle Kaffeeauswahl. Ebenfalls. Ich bin immer auf der Suche nach neuen und interessanten Kaffeearomen zum Ausprobieren. Ja, irgendwann sollten wir unsere Notizen vergleichen und sehen, ob wir neue Favoriten entdecken können. Auf jeden Fall, das klingt nach einem Plan. Ich bin immer bereit, die Welt des Kaffees zu erkunden. Definitiv. Es gibt so viele verschiedene Herkünfte, Röstgrade und Braumethoden, mit denen man experimentieren kann. Ich weiß, es ist unendlich faszinierend. Ich wette, wir könnten Stunden damit verbringen, nur über die Nuancen von Kaffee zu diskutieren. Ah, ich bin sicher, das könnten wir. Kaffee ist eine meiner Leidenschaften. Ich werde nie müde, darüber zu reden. Ebenfalls, meiner Meinung nach, ist es eine der einfachen Freuden des Lebens. Ich stimme zu. Eine gute Tasse Kaffee hat einfach etwas so Tröstliches und Belebendes. Definitiv. Alles klar, vielen Dank. Lasst uns einen Pakt schließen, um bald gemeinsam neue Kaffeesorten auszuprobieren. Ich bin voll dabei, John. Das wird ein köstliches Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten. Genieße dein Gebräu, mein Freund. Lektion 5: Navigieren durch die Gänge. Hi, Anna. Ich bin schon seit Ewigkeiten in diesem Lebensmittelladen umhergelaufen und habe versucht, die Nudelsauce zu finden. Weißt du vielleicht, wo es ist? Also, ich war gerade erst vor einiger Zeit in diesem Gang. Es ist drüben in der Konservenabteilung, hinten im Laden. Ah, perfekt. Das ist super hilfreich, danke. Ich begann mich ein wenig verloren zu fühlen. Überhaupt kein Problem. Dieser Laden kann ein bisschen wie ein Labyrinth sein, aber ich habe es herausgefunden. Nun, ich bin froh, dass einer von uns das tut. Ich schwöre, ich bin mindestens zweimal in jedem Gang auf und abgegangen. Ah, ich kenne das Gefühl. Manchmal braucht man ein paar Runden, um sich zurechtzufinden. Definitiv. Also gut, ich mache mich auf die Suche nach der Nudelsauce. Vielen Dank für den Tipp, Anna. Natürlich. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie weitere Hilfe beim Navigieren durch die Gänge benötigen. Werde ich machen. Nochmals vielen Dank. Für mich ist dieser Ort wie eine ganz neue Welt. Machen Sie sich keine Sorgen, Sie werden den Dreh rauskriegen. Gehen Sie einfach einen Gang nach dem anderen durch. Klingt nach einem Plan. Wünsch mir Glück. Fehlgriff. Ich bin sicher, dass Sie alles finden, was Sie brauchen. Danke, Anna. Wir sehen uns bestimmt im Laden. Lektion 6: Verschlaffene Gestriche. Hi Anna, hat dich letzte Nacht etwas wach gehalten? Hallo John, ja. Ich konnte wegen der lauten Musik von einer Party in der Nähe nicht schlafen. Es tut mir leid, das zu hören. War es ein bestimmtes Lied, das Sie gestört hat? Nicht wirklich, es war nur der Beat, der mich wach hielt. Hast du gut geschlafen?
Eigentlich bin ich früh eingeschlafen, bin aber um 3 Uhr morgens aufgewacht. Oh nein, was hat dich aufgeweckt? Ein seltsames Geräusch draußen. Es klang wie ein Katzenkampf. Das muss beunruhigend gewesen sein. Konnten Sie wieder einschlafen? Irgendwann, aber es hat eine Weile gedauert. Ich dachte ständig darüber nach, was den Lärm verursachte. Ich hasse es, wenn das passiert. Es macht es schwer, sich zu entspannen. Genau, normalerweise höre ich leise Musik, die mir beim Einschlafen hilft. Was machst du? Ich bevorzuge Stille oder manchmal eine Maschine mit weißem Rauschen. Es hilft, Ablenkungen zu übertönen. Das ist eine gute Idee. Vielleicht sollte ich es versuchen. Definitiv. Es könnte Ihnen helfen, besser zu schlafen. Danke für den Tipp. Ich werde es heute Abend versuchen. Lektion 7. Musikalische Freude. Hallo Anna, welche Musik macht bei dir Lust zum Tanzen? Hi John, jeder fröhliche Popsong bringt mich wirklich in Bewegung. Tö. Ich liebe Rockmusik. Die Energie zieht mich einfach an. Das ist interessant. Hast du eine Lieblingsband? Ja, ich mag die Beatles wirklich. Ihre Lieder heben immer meine Stimmung. Oh, ich liebe sie auch. Twist Anshoot bringt mich jedes Mal zum Tanzen. Genau, es ist so ein Klassiker. Singst du mit, wenn du es hörst? Völlig. Ich kann mir nicht helfen. Mitsingen macht so viel Spaß. Ebenfalls. Musik macht mich einfach glücklich. Das tut es. Glauben Sie, dass Musik Ihre Stimmung verändern kann? Absolut. Ein gutes Lied kann einen schlechten Tag wenden. Tja, es ist wie Magie. Welches Lied muntert dich auf? Here comes the Sun erhält meinen Tag immer. Und du? Lektion 8. Sprachabenteuer. Guten Morgen, Anna. Sind Sie auf Ihren Reisen auf Sprachbarrieren gestoßen? Hallo John, ja, auf jeden Fall. Als ich Frankreich besuchte, hatte ich Probleme mit Französisch. Das muss unglaublich gewesen sein. Haben Sie es geschafft zu kommunizieren? Ich habe versucht, einfache Sätze zu verwenden, aber manchmal fühlte ich mich verloren. Ich kann es mir vorstellen. Hat dir jemand geholfen? Ja, ein freundlicher Einheimischer hat mir geholfen, mich zurechtzufinden. Es war eine Erleichterung. Wie schön. Es ist toll, wenn Menschen bereit sind zu helfen. Suf, habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Ja, in Spanien hatte ich Probleme, Essen zu bestellen. Was hast du gemacht? Ich habe eine Übersetzungs-App verwendet, die sehr geholfen hat. Das ist klug. Technologie kann diese Lücke wirklich schließen. Sicher, auch das Erlernen einiger Schlüsselphrasen macht einen großen Unterschied. Lektion 9. Schlafstrategien. Hallo Anna, ich habe versucht, meinen Schlafplan schrittweise anzupassen. Hallo John, das ist eine gute Idee. Was hilft Ihnen sonst noch?
Ich habe begonnen, Bildschirme eine Stunde vor dem Schlafengehen zu meiden. Es macht wirklich einen Unterschied. Das klingt nützlich. Normalerweise lese ich ein Buch, um abzuschalten. Lesen ist toll. Welches Genre bevorzugen Sie? Ich liebe Geheimnis. Sie beschäftigen mich bis zum Einschlafen. Interessant. Normalerweise lese ich Fantasieromane. Sie helfen mir bei der Flucht. Eine Flucht in eine andere Welt klingt wunderbar. Haben Sie einen Lieblingsautor? Ja, ich mag Jotka wirklich. Rowling. Ihr Geschichtenerzählen ist fesselnd. Sie ist großartig. Haben Sie versucht, vor dem Schlafengehen beruhigende Musik zu hören? Noch nicht, aber ich habe gehört, dass es entspannend sein kann. Machst du das? Die ganze Zeit. Es hilft mir, den Kopf frei zu bekommen. Ich sollte es versuchen. Vielleicht hilft es mir, besser zu schlafen. Lektion 10. Traumziele. Guten Morgen, Anna. Es fällt mir schwer, mich zu entscheiden, aber ich liebe das kristallklare Wasser der Malediven. Hi John, die Malediven sind atemberaubend. Was liebst du an ihnen am meisten? Das pulsierende Meeresleben. Dort zu schnorcheln muss unglaublich sein. Tiluf. Ich habe Bilder von bunten Fischen und Korallenriffen gesehen. Es sieht aus wie ein Paradies. Waren Sie schon einmal an einem ähnlichen Ort? Ja, ich war einmal in der Karibik. Das Wasser war auch wunderschön. Das klingt erstaunlich. Auf welche Insel bist du gegangen? Ich ging nach Aruba. Die Strände waren makellos und sehr entspannend. Ich würde gerne Aruba besuchen. Haben Sie lokales Essen probiert? Ja, die Meeresfrüchte waren fantastisch. Frisch und lecker. Lecker. Auf Reisen probiere ich gerne neue Küchen aus. Ebenfalls. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Kultur zu erleben. Genau. Ich kann es kaum erwarten, weitere Orte mit klarem Wasser zu erkunden. Lektion 11. Entdeckung im Norden. Hallo Anna, hast du schon von Nunavut gehört, dem Neuland in Kanada? Hallo John, ja, es ist faszinierend, neue Orte kennenzulernen. Was ist das Besondere daran? Es ist bekannt für seine atemberaubenden Landschaften und seine einzigartige Tierwelt. Das klingt spannend. Ich habe gehört, dass die Nordlichter dort fantastisch sind. Das sind sie wirklich. Die Farben heben sich lebendig vom dunklen Himmel ab. Das würde ich gerne sehen. Gibt es in Nunavut viele Gemeinden? Ja, aber es ist sehr abgelegen. Die Kultur ist reich und vielfältig. Welche Aktivitäten genießen die Menschen dort? Die Inuit-Kultur umfasst traditionelles Jagen und Geschichten erzählen. Das ist faszinierend. Es ist so bereichernd, etwas über verschiedene Kulturen zu lernen. Absolut. Jeder Ort hat seinen ganz eigenen Charme. Ich hoffe, eines Tages Nunavut zu besuchen und es aus erster Hand zu erleben. Das wäre ein unvergessliches Abenteuer. Lektion 12. Bürokommunikation. Hallo Anna, lass mich mit meiner Kollegin nach dem Projektzeitplan fragen.
Klar, John. Gibt es eine bestimmte Frist, die wir einhalten müssen? Ja, der Kunde möchte Updates bis Freitag. Glauben Sie, dass uns das gelingt? Ich glaube schon. Wenn wir die Aufgaben aufteilen, sollte es einfacher sein. Gute Idee. Ich kann mich auf den Forschungsteil konzentrieren. Was ist mit dir? Ich kümmere mich um die Präsentation und die visuelle Darstellung. So können wir gleichzeitig arbeiten. Perfekt. Ich sende Ihnen die Forschungsergebnisse zu, sobald ich sie habe. Klingt großartig. Ich werde in der Zwischenzeit mit dem Entwurf der Präsentation beginnen. Vielen Dank, dass Sie so organisiert sind. Es hilft dem Team wirklich. Überhaupt kein Problem. Kommunikation ist der Schlüssel zur Teamarbeit. Absolut. Lassen Sie uns heute später noch einmal Kontakt aufnehmen, um unsere Fortschritte zu sehen. Lektion 13. Die Schönheit der Natur. Guten Morgen, Anna. Ja, wir können die atemberaubende Aussicht während unserer Wanderung genießen. Hallo John, ich hoffe aber, dass es nicht zu heiß wird. Wie ist die Prognose? Ich habe es überprüft und es sieht mild aus, etwa 75 Grad. Perfekt zum Wandern. Das klingt ideal. Ich liebe es, wenn das Wetter genau richtig ist. Ich auch. Es macht das Erlebnis viel angenehmer. Bringen Sie Ihre Kamera mit. Ich möchte diese Ansichten einfangen. Definitiv. Ich liebe es immer, Naturfotos zu machen. Ein weiteres beliebtes Hobby ist die Fotografie oder es ist erstaunlich, wie es Erinnerungen bewahrt. Genau. Ich teile meine Fotos gerne mit Freunden und Familie. Lektion 14. Gartenarbeit und Fotografie. Hallo Anna, hast du gesehen, wie Emeres Thompson wieder ihre Blumen gegossen hat? Hi John, ja. Sie kümmert sich so gut um ihren Garten. Es ist wunderschön. Ich bewundere ihr Engagement. Gartenarbeit scheint ein friedliches Hobby zu sein. Das ist es wirklich. Ein weiteres beliebtes Hobby ist die Fotografie, finden Sie nicht? Absolut. Die Schönheit der Natur einzufangen ist so lohnend. Ich stimme zu. Fotografieren Sie gerne Blumen? Ja, ich liebe Makrofotografie. Die Details sind faszinierend. Das klingt erstaunlich. Ich bevorzuge Landschaftsfotografie. Es erfasst das Gesamtbild. Beide sind großartig. Vielleicht können wir eines Tages unsere Hobbys kombinieren. Das würde Spaß machen. Ein Tag voller Gartenarbeit und Fotografie klingt perfekt. Lasst uns das planen. Es wird eine wunderbare Möglichkeit sein, Zeit im Freien zu verbringen. Lektion 15. Schönheitsgeheimnisse. Hi Anna, Haferflocken und Honig klingen nach einer tollen Kombination für die Hautpflege. Hallo John, das tun Sie wirklich. Wie fühlt es sich auf der Haut an? Es fühlt sich beruhigend und feuchtigkeitsspendend an. Perfekt für trockene Haut. Das ist großartig. Ich habe gehört, dass Honig auch antibakterielle Eigenschaften hat. Ja, es hilft bei Akne und hält die Haut rein. Hast du es versucht? Ich habe,
Ich habe einmal eine Maske gemacht und meine Haut fühlte sich danach so glatt an. Das ist großartig. Ich liebe natürliche Heilmittel für die Hautpflege. Ebenfalls, sie können viel schonender sein als Chemikalien. Genau. Haben Sie noch andere natürliche Lieblingszutaten? Ich mag Kokosöl wirklich. Es ist vielseitig und riecht fantastisch. Ich stimme zu. Es eignet sich hervorragend zum Befeuchten und sogar zum Kochen. Ja, es ist wie ein Wunderprodukt. Wir sollten unsere Hautpflegetipps öfter teilen. Definitiv. Es macht Spaß, mit neuen Kombinationen zu experimentieren. Lektion 16: Biodiversität entdecken. Morgen, Anna. Zum ersten Mal konnten Wissenschaftler den Ursprung vieler verschiedener Pflanzen und Tierarten verstehen. Hallo John, das ist faszinierend. Was haben Sie entdeckt? Sie fanden heraus, dass viele Arten gemeinsame Vorfahren haben, was zur Erklärung der Artenvielfalt beiträgt. Pfiff, das verändert wirklich unsere Einstellung zur Evolution. Genau. Es zeigt, wie vernetzt alle Lebewesen sind. Ich liebe es, etwas über die Zusammenhänge in der Natur zu lernen. Es ist so komplex. Es ist, haben Sie eine Lieblingspflanze oder ein Lieblingstier? Ich liebe Elefanten. Sie sind intelligente und soziale Wesen. Elefanten sind unglaublich. Ich bin ein Fan von Korallenriffen. Sie sind so lebendig und vielfältig. Ja, Korallenriffe sind wie Unterwasserstädte. Es ist traurig, sie bedroht zu sehen. Ich weiß, Naturschutzbemühungen sind von entscheidender Bedeutung, um sie zu schützen. Lektion 17: Die Popularität des Sports. Hi Anna, wusstest du, dass Eishockey in Kanada mehr Interesse hat als jede andere Sportart? Hallo John, das stimmt. Es ist wie eine nationale Leidenschaft. Ja, der Sport hat in Kanada, Großbritannien und Australien eine lange Geschichte. Suf, es ist faszinierend, wie Sport so starke Gemeinschaftsbindungen schaffen kann. Definitiv. Hockeyspiele bringen Menschen zu einem gemeinsamen Erlebnis zusammen. Ich liebe die Aufregung, bei einem Liebesspiel dabei zu sein. Die Atmosphäre ist elektrisierend. Ja, die Gesänge und der Jubel machen es unvergesslich. Was ist dein Lieblingstier? Ich bin ein Fan der Toronto Maple Leafs. Und du? Ich unterstütze die Montreal Canadiens. Die Rivalität ist groß. Das ist es auf jeden Fall. Es macht jedes Spiel noch spannender. Lektion 18: Modefunde. Hi Anna, wie wäre es mit dieser Halskette? Es ist einzigartig. Hallo John, es ist wunderschön, aber es sieht zu groß für mich aus. Ich verstehe, was du meinst. Manche Menschen bevorzugen zierliche Stücke. Ja, ich liebe zarten Schmuck, der mein Outfit nicht überfordert. Zierliche Stücke können sehr elegant sein. Hast du einen Lieblingsstil? Ich mag minimalistische Designs sehr. Sie sind so vielseitig.
Das ist eine tolle Wahl. Ich denke, Statementsstücke können auch Spaß machen. Sie aber normalerweise trage ich sie zu besonderen Anlässen. Macht Sinn. Was ist mit Ringen? Bevorzugen Sie kräftige oder dezente Varianten? Ich bevorzuge dezente Ringe. Sie sind jeden Tag einfacher zu tragen. Ich stimme zu. Manchmal ist weniger mehr, wenn es um Accessoires geht. Lektion 19. Den richtigen Fall auswählen. Guten Morgen, Anna. Das stimmt, aber sie können schwerer und sperriger sein. Hallo John, ja. Ich habe darüber nachgedacht, mir eine Schutzhülle für mein Handy zuzulegen. Haben Sie über eine Silikonhülle nachgedacht? Sie sind leicht und flexibel. Dann werde ich wohl eine Silikonhülle nehmen. Das klingt praktisch. Sie bieten guten Schutz, ohne zu viel Gewicht hinzuzufügen. Ja, außerdem gibt es sie in so vielen Farben und Designs. Rechts. Sie können eines auswählen, das zu Ihrem Stil passt. Ich liebe das. Haben Sie eine Lieblingsfarbe für Ihre Hüllen? Normalerweise greife ich zu dunklen Farben. Es ist weniger wahrscheinlich, dass sie Kratzer aufweisen. Für Gewahl. Ich mag leuchtende Farben für einen Hauch von Spaß. Das ist eine tolle Idee. Es ist schön, sich durch seine Accessoires auszudrücken. Lektion 20. Navigieren im Transportwesen. Okay, Anna, ich habe eine kurze Frage an dich. Weißt du zufällig, wie du von hier aus zur Bushaltestelle kommst? Oh ja, es ist eigentlich ganz einfach zu finden. Die Bushaltestelle befindet sich direkt gegenüber dem Haupteingang. Super, das ist super praktisch. Ich bin froh, dass es nicht so weit weg ist. Definitiv. Es ist nur ein kurzer Spaziergang. Daher sollte es eine schnelle und einfache Reise sein. Großartig, das ist gut zu wissen. Ich versuche herauszufinden, wie ich heute am besten zu meinem Meeting komme. Dann scheint es eine gute Option zu sein, den Bus zu nehmen. Die Fahrpläne in dieser Gegend sind ziemlich zuverlässig. Fantastisch, das sind wirklich hilfreiche Informationen. Ich hatte ein wenig Angst, mich im öffentlichen Nahverkehr zurechtzufinden. Kein Grund zur Sorge. Die Busse hier sind sehr unkompliziert und benutzerfreundlich. Das ist eine Erleichterung zu hören. Ich möchte sicherstellen, dass ich pünktlich und ohne Probleme ankomme. Ich verstehe vollkommen. Gehen Sie einfach über die Straße und Sie werden die Bushaltestelle direkt dort sehen. Es ist schwer zu übersehen. Großartig. Vielen Dank, Anna. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mich in die richtige Richtung zu weisen. Natürlich helfen wir gerne weiter. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Tipps für die Fortbewegung in der Stadt benötigen. Werde ich machen. Nochmals vielen Dank. Das wird mir das Pendeln deutlich erleichtern. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ich wünsche dir doch einen schönen Resttag, John. Du auch, Anna. Dieses Gespräch war eine große Hilfe. Lektion 21 vom Home Wonders aus Arbeiten. Hi, Anna. Wie geht es dir heutzutage mit dem Homeoffice-Leben? HMM, es hat seine Höhen und Tiefen, um ehrlich zu sein. Ich habe festgestellt, dass es manchmal eine echte Herausforderung sein kann, konzentriert zu bleiben. Oh, das kann ich mir vorstellen.
Wenn Sie bequem von zu Hause aus arbeiten, kann es viele Ablenkungen geben. Beruf. Es ist so leicht, sich von Dingen wie der Hausarbeit, sozialen Medien oder einfach nur der Faszination des Fernsehens ablenken zu lassen. Ich verstehe, was du meinst. Es muss schwierig sein, die Balance zwischen Produktivität und Entspannung zu finden. Definitiv. Ich musste wirklich daran arbeiten, Grenzen zu setzen und einen eigenen Arbeitsbereich zu schaffen. Das ist ein toller Punkt. Es ist sehr wichtig, eine klare Trennung zwischen Arbeit und Privatleben herzustellen. Ja, andernfalls kann es leicht passieren, dass die Grenzen verschwimmen und die Produktivität leidet. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Kampf sein würde. Welche Strategien fanden Sie hilfreich, um auf dem richtigen Weg zu bleiben? Nun, ich versuche, mich an einen einheitlichen Tagesablauf zu halten, regelmäßig Pausen einzulegen und mich möglichen Ablenkungen möglichst wenig auszusetzen. Das klingt nach wirklich klugen Ansätzen. Die Aufrechterhaltung dieser Struktur und Disziplin muss der Schlüssel sein. Das ist es, aber ich muss zugeben, es ist nicht immer einfach. Ablenkungen können eine große Herausforderung sein, wenn Sie von zu Hause aus arbeiten. Ich kann es mir vorstellen. Aber es scheint, als hätten Sie es gut im Griff, was wirklich lobenswert ist. Danke, John. Es ist definitiv ein fortlaufender Prozess, aber ich lerne im Laufe der Zeit. Nun, ich freue mich zu hören, dass Sie Wege finden, es zum Laufen zu bringen. Von zu Hause aus zu arbeiten kann ein Segen sein, erfordert aber einige Anpassungen. Beruf. Aber ich bin fest entschlossen, das Beste daraus zu machen und den optimalen Punkt an Produktivität und Ausgeglichenheit zu finden. Ich habe keinen Zweifel daran, dass du es schaffen wirst, Anna. Machen Sie weiter so. Danke, John. Ich schätze die Ermutigung. Es hilft wirklich, einen unterstützenden Resonanzboden zu haben. Jederzeit, Anna. Ich bin immer für Sie da, wenn Sie über die Höhen und Tiefen der Remote-Arbeit sprechen möchten. Lektion 22. Ruhig bleiben. Hi, Anna, mir ist aufgefallen, dass es hier etwas laut geworden ist. Meinen Sie, wir sollten versuchen, die Lautstärke niedrig zu halten? Oh, du hast recht, John. Wir sollten wahrscheinlich auf den Geräuschpegel achten, insbesondere da wir uns in einem Gemeinschaftsraum befinden. Absolut. Ich möchte sicherstellen, dass wir Rücksicht auf andere in unserem Umfeld nehmen. Der stimme zu. Versuchen wir, unsere Stimmen leiser zu halten und störende Aktivitäten zu vermeiden. Hört sich gut an. Ich möchte die Stimmung nicht trüben, aber wir sollten auf jeden Fall versuchen, eine ruhige, friedliche Atmosphäre aufrechtzuerhalten. Definitiv. Wir können unser Gespräch immer noch genießen, aber auf eine achtsamere und respektvollere Art und Weise. Toller Punkt. Es geht darum, die Balance zwischen Spaß und Rücksichtnahme auf die Umwelt zu finden. Ja, ich bin mir sicher, dass die anderen Leute hier es begrüßen würden, wenn wir auf den Lärmpegel achten würden. Absolut. Wir möchten niemanden unbeabsichtigt stören oder eine unangenehme Situation schaffen. Definitiv nicht. Lassen Sie uns die Dinge entspannt halten und sicherstellen, dass jeder den Raum genießen kann. Klingt nach einem Plan, Anna. Ich bin froh, dass wir diesbezüglich einer Meinung sind.